Hallo, Servus, Grüezi, guten Tag und Grüß Gott, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, zu einem Video von Deutsch Global zur neuen Goethe-Zertifikat B2-Prüfung zum Teil Sprechen, Teil 1 mit dem Thema Sprachenlernen. Die Aufgabe in diesem Teil ist, dass ihr einen kurzen Vortrag halten müsst. Kurz etwas zur Aufgabenstellung. Sie nehmen an einem Seminar teil und sollen dort einen kurzen Vortrag halten. Wählen Sie ein Thema A oder B aus. Ihr habt also 2 Themen zur Wahl. Ihre Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerinnen hören zu und stellen Ihnen anschließend Fragen. Und die Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen sind der oder die Prüferin und der andere Prüfungskandidat, Prüfungskandidatin. Strukturieren Sie Ihren Vortrag mit einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Ihre Notizen und Ideen schreiben Sie bitte in der Vorbereitungszeit auf. Sprechen Sie circa 4 Minuten. Jetzt noch ein paar Tipps, wenn ihr in der Prüfung seid. Notieren Sie in der Vorbereitungszeit hilfreiche Stichwörter. Klären Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, ob Sie sich mit du oder sie ansprechen. Lesen Sie nicht ab, sondern sprechen Sie frei. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Zum Beispiel können Sie fragen oder sagen, das habe ich nicht verstanden. Wie meinst du? Wie meinen Sie das? Kannst du, können Sie das bitte wiederholen? Wenn Ihr Partner, Ihre Partnerin nichts sagt oder nicht weiter weiß, stellen Sie ihm oder ihr eine Frage. Zum Beispiel, meinst du, meinen Sie vielleicht das? Wir haben uns hier für das Thema A entschieden, Sprachenlernen. Es gibt dann immer 3 Unterpunkte, die ihr behandeln müsst. Beschreiben Sie mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel online. Beschreiben Sie eine Möglichkeit genauer. Und nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Hier könnt ihr sehen, wie ihr in der Vorbereitungszeit mit Hilfe eines Mindmaps das Thema sehr gut vorbereiten könnt. Mindmaps sind sehr gehirngerecht und ihr werdet sehen, dass ihr damit viel freier sprechen könnt, als wenn ihr ganze Sätze schreibt, die ihr dann meistens sowieso nicht erinnern könnt. Beginnen wir mit der Einleitung. Hier wird das Thema und die Struktur des Vortrags vorgestellt. Ich möchte jetzt über das Thema Sprachenlernen sprechen. Wir haben hier Ausdrücke und Redewendungen fett markiert, die ihr immer benutzen könnt. Als erstes stelle ich mehrere Möglichkeiten zum Sprachenlernen dar. Danach beschreibe ich eine dieser Möglichkeiten genauer. Anschließend zeige ich die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten auf und sage meine Meinung dazu. Der nächste Punkt ist, beschreiben Sie mehrere Möglichkeiten. Wenn man eine Sprache lernen möchte, kann man zwischen verschiedenen Alternativen wählen. Zum Beispiel kann man in einem Sprachinstitut im In- oder Ausland lernen, wie etwa dem Goethe-Institut oder in einer privaten Sprachenschule. In den letzten Jahren ist das Sprachenlernen online über Skype oder eine andere Online-Plattform sehr beliebt geworden. Natürlich kann man auch im Selbststudium Sprachkenntnisse erwerben. Der nächste Punkt ist, beschreiben Sie eine Möglichkeit genauer.
Das Sprachenlernen online hat in den letzten Jahren, wie bereits erwähnt, sehr an Beliebtheit gewonnen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die ich hier darstellen möchte. Ein Grund ist, dass es ein ausgesprochen großes Angebot an Online-Sprachschulen, Lehrern, Lernprogrammen und Lernvideos gibt und die Wahrscheinlichkeit, etwas für sich Passendes zu finden, sehr hoch ist. Zudem ist es natürlich sehr bequem, von zu Hause aus bzw. von fast jedem Ort der Welt aus lernen zu können. Die einzige Voraussetzung ist eine gute Internetverbindung. Dazu kommt, dass man auf diese Weise sehr oft muttersprachliche Lehrer findet, was den Lernerfolg beschleunigt. Punkt 3. Nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Jede der genannten Möglichkeiten hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil von Sprachschulen ist der Präsenzunterricht. Das heißt, dass Lehrer und Schüler sich persönlich kennen und auch außerhalb des Unterrichts gemeinsam etwas unternehmen können. Diese Form des Lernens ist besonders zu empfehlen, wenn das Sprachinstitut sich im Land der Zielsprache befindet. Ein Nachteil dieser Art des Lernens ist, dass solche Institute oft nicht billig sind. Die Vorteile des Online-Lernens habe ich bereits erwähnt. Aber auch hier gibt es negative Seiten, wie etwa den fehlenden persönlichen Kontakt zum Lehrer und Lernenden. Außerdem ist man von dem Funktionieren der Technik abhängig. Das Selbststudium hat den Vorteil, dass es kostenlos ist. Aber es besteht die Gefahr, dass man vieles falsch lernt und der Austausch mit anderen Lernern und einem Lehrer fehlt. Und als letztes der Schluss des Vortrags. Zusammenfassend möchte ich bemerken, dass alle vorgestellten Möglichkeiten ihre Vor- und Nachteile haben und jeder selbst herausfinden muss, was am besten zu ihm passt. Somit komme ich jetzt zum Schluss und hoffe, dass ich Sie für das Thema interessieren konnte. Wenn Sie noch Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne. Und damit sind wir jetzt am Ende unseres Videos angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt oder eine Bemerkung, dann schreibt uns die bitte in die Kommentare unter dem Video. Und damit verabschieden wir uns wie immer von euch mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiedersehen, euer Deutsch Global Team.